Seht ihr, der ist so warm geworden, der Kontakt hier im Stecker sich verschweißt hat, Kunststoff verschweißt hat. Servus Leute, ein neues Video. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mir eine FZR 600 zugelegt habe. Und ja, ich habe sie gestern ein bisschen georgelt, das gute Stück. Und anscheinend, da der Laderegler ein wenig unterdimensioniert ist bei dem Modell, habe ich eventuell die Batterie zerschossen. Ja, jetzt habe ich den Tom mal hergebeten, herzukommen und mir dabei zu helfen, mal zu checken, was da los ist. Ich hoffe, er kommt gleich. Ich meine, ich habe es auch immer 250 Kilometer lang im Peter Hickman Style geladen. Naja. Leute, der liebe Tom ist jetzt am Start und ja, wird jetzt erstmal die... Checken wir mal die Batteriespannung. Das Voltcraft VT 5.0. Wo er das jetzt drauf eingestellt hat, habe ich keine Ahnung. Ich rate mal. Irgendwie auf Wuppertaler Schwebebahn, die an der Haltestelle Logik und... Nee. Volt für Spannungsmessung und die logische Statusmessung wäre die Zweitfunktion, die man aktivieren könnte. Das wäre dann eher sowas für Platinen durchzuchecken. Meine Güte. 11,64 Volt, das ist ein bisschen wenig. Normalerweise ist eine Batterie, die an gar nichts angeklemmt ist, mit einer Spannung um die 13,6 Volt Klemmspannung versehen. Und so im normalen Betrieb liegt es so 12,4 Volt drauf. Oder ob sie wirklich einen Zellschluss drin hat und deswegen entladen ist. Oder ob der Laderegler einfach nur nicht geladen hat. Das können wir jetzt dadurch testen, dass wir die jetzt erstmal ausbauen und dann eine Zeit lang als Ladegerät denken. Dann nehmen wir sie irgendwann vom Ladegerät ab, messen die Spannung, warten ungefähr 10 Minuten, messen nochmal die Spannung. Wenn die Spannung in der Zeit Netzwert gefallen ist, dann ist die Batterie kaputt. Ansonsten wird der Laderegler sein. Vielleicht lag das ja daran. Ab 4000 Umdrehungen sind die Laderegler normalerweise damit beschäftigt, die Batterie zu laden und die zu hohen Spannungen wegzufiltern. Vor allem bei der Serverbatterie vorher noch die stationär kurz lösen. Alle rausholen. Ja, und dann kannst du natürlich. Ja, das ist ein normaler Anschluss, den man für dauerhaft dran setzen kann. Jetzt gibt es schicke neue Teile. Da freut man sich immer. Genau derselbe Anschluss wie der Originale, was man gleich sehen wird. Ist immer sehr vorteilhaft, wenn man da nicht löten muss. Oder ja, wenn ich so an den Bart-Laderegler denke, wo man erst auch mit Adapterkabel agieren muss, oder wenn man den von der 4JH reinsetzt, der denselben Anschluss hat wie der Bartregler, da muss man auch mit dem Adapterkabel arbeiten. Wobei man aber auch sagen muss, Yamaha bietet die Adapterkabel sogar fertig konfektioniert an für ungefähr 25 € das Stück. Also, also den Preis, was man im Zubehör durchaus schon für einen komplett anderen Laderegler finden kann. Bartregler mal ausgenommen, weil die kosten ungefähr 100er. Aber für einfache Nachbauten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das der originale Laderegler ist. Das ist der originale Laderegler hier. Meinst du, den hat nicht schon jemand mal ausgetauscht? Das ist der originale Laderegler. Warum ist da so ein fettes Kühlblech dran wie am Space Shuttle? Weil das von den Ingenieuren von Yamaha so vorgesehen war für die FZR. Und wie immer, jetzt klemmt natürlich etwas. Immer als wir bei der 1000er den Motor getauscht haben, da gab es einen Stecker vom Motor irgendwie, vom Motormanagement, der wollte nicht auseinandergehen. So ein Motorausbau und Einbau, also quasi eine Transplantation, läuft an sich immer ganz cool. Außer man hat am Generator so einen coolen Stecker, dass man da 20 Minuten dran rummacht, dass der sich mal löst. Das
Sowas habe ich noch nicht erlebt. So ein Biest von dem Stecker. Ja, und deshalb hat man den auch nicht mehr rausgekriegt. So sieht man den Laderegler nichts an. Aber ja, was für eine kranke Scheiße. Wa? Ist der Kontakt wirklich so in den Stecker drin verschmolzen, ja, dass der Tom den gar nicht rausgekriegt hat. Der fotografiert den Stecker auch gerade ab. Ich zoome gerade mal rein, um was genauer erkennen zu können. Beziehungsweise versuche es, nur leider hat mein Handy einen ziemlichen Displayschaden. Ja, ich hab's. Das ist ein Glück sein. Man guckt dann, ob der Stecker sich dafür halbwegs vernünftig draufstecken lässt. Das ist nämlich jetzt etwas Glückssache in dem Zustand. Ja, geht locker flockig. Okay. Leute, ohne Scheiße, ich bin so froh, dass Tom da ist. Ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock auf so eine Operation. Ein kleines Problem. Die Schraube ist zu kurz. Hast du noch etwas längere Schrauben zufällig in deinem Keller? Oder sonst wo? Ich spring aus dem Fenster. Ich muss mal eben gucken. Also muss länger sein als die. Oh mein Gott. Schon mal einen Kabelklemmschuh gemacht? Nee. Ja, weil für den Fall der Fälle, das hat nämlich hier nicht funktionieren sollte mit diesem Stecker, ne? Gebe die Option Stecker ab, Kabelschuhe drauf und die einzeln draufsetzen. Allerdings muss man dann auch vorher ein bisschen Schrumpfschlauch drüber setzen. Geht auch. Ist halt eben nicht so die ganz schön saubere Lösung, aber auch eine Lösung. Okay, aber Die dann trotzdem hält. zweite Schraube nehmen wir hier einen Kabelbinder. Zweite Schraube werden wir nicht brauchen, wenn ich die gleich anziehe. Also jetzt erstmal nicht. Also Besser nicht, Tom. Immer nicht, Ja. dass das Pustding noch reißt. Da hole ich noch lieber einen Kabelbinder. hast ein Stück Draht, Blankdraht. Nein, ich Ja, auch habe nur nicht. Kabelbinder. Ja. Achso, Ja, dann muss setz ich elektrisch leitend sein, oder? Deswegen. Ansonsten setze ich dir noch eine von den Schrauben von meinem Links hier rein, von meiner Ja, bitte. von meinem Spiegel da rein. Dass wir das als Notnagellösung zumindest mal nehmen. Dann muss ich noch mal gucken, ob das hier überhaupt jetzt treffen kann. Am besten mal kurz die. Ja. Weil ich muss jetzt. Neues Gewinde reinschneiden. Nee, hier jetzt ein bisschen Druck drauf geben, dass die Öffnung in der richtigen Position ist, dass ich überhaupt das Gewinde treffe. Getroffen. Weil er war ein bisschen zu hoch angesetzt. Muss ein ganz kleines Stück runter, nicht viel, aber ein bisschen. So. Das ist das jetzt fest. Dann nutze ich halt die andere Schraube dann für meinen Spiegel, damit der halt eben nicht anfängt rumzuflattern während der Fahrt. Was jetzt ziemlich scheiße wäre. Okay, man sollte nicht rumfluchen im Video, aber manchmal bleibt sich raus. Wir können alles rausschneiden. Das ist noch der Kindergarten, oder?